Hallo und willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Dieses Video richtet sich jetzt nicht unbedingt an die Menschen, die noch kein Messer haben, obwohl die gibt es, denke ich, kaum, aber zumindest Menschen, die kein qualitativ hochwertiges Messer haben und sich mit dem Thema auch noch nicht auseinandergesetzt haben. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht, was könnte für einen Einsteiger interessant sein, was könnten interessante Eigenschaften sein für einen Einsteiger an einem Messer. Und ich bin auf 4 Kriterien gekommen. Also erstens denke ich, eine gewisse Vielseitigkeit. Ein Jungjäger wird wahrscheinlich andere Ansprüche an sein Messer stellen, als jemand, der gerade seinen Segel- oder seinen Tauchschein gemacht hat. Also Vielseitigkeit. Das Zweite, das Messer sollte vermutlich einen moderaten Preis haben, weil jemand, der das Thema noch nicht kennt und noch nicht Blut geleckt hat und noch keine hohe Preisbereitschaft hat, der möchte vielleicht erstmal ein bisschen weniger ausgeben. Das Dritte ist, das Messer sollte vermutlich robust sein, weil man noch nicht so sicher ist mit dem Umgang des Messers. Und das Vierte ist, es sollte sich leicht pflegen lassen. Und ich denke, es müssen auf jeden Fall 2 Arten von Messer sein. Es sollte ein feststehendes sein, dafür spricht viel bei einem Einsteigermesser, aber es geht natürlich auch nicht ohne einen Vorschlag für ein Taschenmesser, weil es einfach alltagstauglicher ist. So, und da habe ich als erstes als feststehendes Messer hier unser Böker Plus Outdoorsman. Das ist ein kleines Outdoor-Messer, es hat eine schöne, moderate Größe, es hat vor allem einen moderaten Preis, es hat einen durchgängigen Erl aus Edelstahl, das ist, denke ich, auch wichtig für das Stichwort Pflege und Robustheit. Es hat einen 12C27 Edelstahl, das ist ein schwedischer Stahl. Man sagt, der hat von allen Chromstellen, also rostfreien Stellen, das feinste Gefüge, fast wie ein Kohlenstoffstahl. Und das heißt wiederum, er lässt sich sehr leicht nachschärfen. Außerdem ist es einfach ein kleines, unheimlich vielseitiges Messer, kleine Größe, freundlich, zivil, nichts Besonderes, aber einfach grundgut. Simple, verrottungssichere Nylonscheide dazu, die einfach feuchtigkeitsunempfindlich ist. Das ist einfach ein wunderbares Messerchen. Außerdem habe ich bei dieser Auswahl, die ich heute getroffen habe, den Markt auch entscheiden lassen. Das Messer hier wurde seit 2016 in unserem Sortiment und ist ein Longtime Topseller. Also wirklich erste Wahl meiner Meinung nach für Einsteiger. Die zweite Gruppe von Messern, da stelle ich 2 draus vor, das ist die Atlas-Serie. Und auch hier ist es so, das sind auch schon Longtime-Topseller, die, kann ich sagen, ziehen wirklich den Karren. Was ich hier ausgewählt habe, ist das Atlas Backlock Clip Point. Das hat eben ein klassisches Lockback. Es hat eine wunderbare Größe, es ist ultra flach. Es passt wirklich in jede Tasche und das haben wir wirklich gelernt, es ist wirklich ein Passepartout-Messer. Jeder fährt auf dieses Messer ab und jeder kann es wirklich gebrauchen. Ob Outdoor als Backup-Messer, ob als Alltagmesser in der Handtasche. Es ist wirklich ein wunderschönes Messerchen. Allerdings, und deshalb stelle ich noch ein zweites aus dieser Serie vor, es hat einen D2-Stahl, das ist der Stahl mit dem gröbsten Gefüge, das es überhaupt gibt. Das hat auch gewisse Vorteile, aber er ist ein bisschen tricky im Nachschärfen. Außerdem ist er nicht 100% rostfrei. Es ist kein klassisches rostendes Messer, aber je nachdem mit Fruchtsäuren oder Seewasser oder Ähnlichem neigt er eher dazu, schon mal zu rosten, als ein anderer Edelstahl, der den Namen nach DIN-Norm verdient hat. Und deshalb möchte ich noch zum Atlas SW kommen. Das Atlas SW grenzt sich in 2 Punkten ab. A, es hat einen Slip-Joint, da bin ich absoluter Fan von. Es hat eben keine Verriegelung. Ich bin ein absoluter Low-Tech-Fan. Je weniger Bauteile, desto weniger Bauteile können versagen. Außerdem habe ich mehr Leute sich verletzen sehen mit einer Verriegelung beim Schließen, als Menschen, die sich im Gebrauch mit einem Messer, das nicht verriegelt, geschnitten haben. Und dann gibt es halt eben noch den zweiten Punkt. Das hier ist auch wieder dieser 12C27, den ich hier gerade schon vorgestellt habe, aus dem feinen Gefüge. Das wäre von den beiden Messern meine erste Wahl. Ich selber habe natürlich beide, das ist keine Frage. Ja, ich hoffe, das war hilfreich für euch, wenn ihr kurz davor steht, euch mal ein anständiges Messer für kleines Geld zu kaufen. Abonniert gerne kostenlos unseren Kanal und wenn ihr Fragen zu den Messern habt, stellt sie gerne in den Kommentaren. Habt eine gute Zeit, bleibt neugierig, bis bald.